Good morning and good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. What a beautiful, beautiful verse, huh? Philippians 4 verse 1. Was für ein schöner Vers, Philipper 4, Vers 1. So look, after he says how precious they are and how deeply he loves them, Nachdem er gesagt hat, wie kostbar sie sind und wie sehr er sie liebt, here's what he says. sagt er, You have truly become my glorious joy and crown of reward. ihr seid wahrlich meine glorreiche Freude und die Krone der Belohnung geworden. Do you know, one day God spoke to me about my students of the School of the Prophetic. Eines Tages sprach Gott zu mir über meine Schüler der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. And he told me, he said, these are your pride, these are your glory, these are your reward. Und er sagte, diese sind dein Preis, deine Herrlichkeit, sie sind deine Belohnung. Think about this. Denk darüber nach. Paul considers the people his crown of reward. Paulus betrachtet die Menschen als seine Krone der Belohnung. You know, there is so much talk about reward in heaven. Es wird so viel über Belohnung im Himmel gesprochen. And I believe this because Paul teaches it clearly. Ich glaube das, weil Paulus es klar lehrt. Even more important, Jesus talks about reward in heaven. Noch wichtiger ist, dass Jesus über die Belohnung im Himmel spricht. And there's been so much talk about what will be that reward. Es wird so viel darüber gesprochen, was die Belohnung wohl sein wird. Listen, a huge house does not even make sense as a reward in heaven because the streets are made of gold. Hör zu, ein riesiges Haus macht als Belohnung im Himmel keinen Sinn, denn die Straßen sind aus Gold. Wow, God gave me a big house of reward. I mean, what's a house worth compared to taking some, whatever, asphalt out of the street that's already gold? Wow, Gott gibt mir ein großes Haus als Belohnung. Aber was ist ein Haus wert, verglichen mit dem Asphalt der Straße, der ohnehin aus Gold ist? The only reward for me that makes sense in heaven is people. Für mich ist die einzige Belohnung, die im Himmel Sinn macht, Menschen. So I've had a prophetic dream about this, which I already talked about. Darüber hatte ich einen prophetischen Traum, über den ich bereits gesprochen habe. But for me, for a long time, it has been a very clear picture Aber seit langer Zeit habe ich ein sehr klares Bild davon, that whenever you go to heaven, your reward will be people. dass die Belohnung im Himmel Menschen sein werden. And Paul said that you have become the crown of reward. Paulus sagt, dass du die Krone der Belohnung geworden bist. About this, we could do many devotionals. Darüber könnten wir viele Andachten machen. Think about this. Denk mal darüber nach. If you get something as a special reward, you're not going to throw it in a corner. Wenn du etwas als besondere Belohnung bekommst, dann wirfst du es nicht in eine Ecke. If you have a special crown, where Jesus said, this is your very special crown of reward, you're not going to put it in a drawer. Wenn du eine besondere Krone hast, von der Jesus sagt, dass sie deine ganz spezielle Belohnung ist, wirst du sie nicht in eine Schublade stecken. You're going to take very good care of it. Du wirst sehr gut darauf aufpassen. So if the people that you impact for Jesus through your life, Wenn Menschen, die du durch dein Leben für Jesus beeinflusst hast, if they are your crown of reward, what does it mean? deine Krone der Belohnung sind, was bedeutet das? It means that this is very specially precious to you. Es bedeutet, dass sie für dich sehr wertvoll sind. So what does it mean? Was bedeutet das also? You will certainly not see people anymore as, I almost said, pain in the ass. Du wirst die Menschen plötzlich nicht mehr als Nervensägen sehen. But you know, people do that. Aber du weißt ja, dass die Leute das tun. So many people, oh, they're so hard. Oh, they're so complicated. Why do we have to work with these people? So viele Leute sagen, oh, die sind so schwierig, so kompliziert, warum müssen wir mit diesen Leuten arbeiten? It's because we have the wrong perspective about people. Das liegt daran, dass wir eine falsche Sichtweise über Menschen haben. My friend, Mein Freund, people are not supposed to be your headache. They're supposed to be your crown of reward. Menschen sollen dir keine Kopfschmerzen bereiten, sondern die Krone deiner Belohnung sein. What would be if from now on we would start to see people like this? Was wäre, wenn wir von nun an Menschen so sehen würden? What would be if one day when you stand before Jesus, Was wäre, wenn du eines Tages vor Jesus stehst Jesus will say, und er dann sagt, do you know, you have used your finances to impact people. Look, here these people are. du hast deine Finanzen eingesetzt, um Menschen zu beeinflussen. Hier sind nun diese Menschen. And Jesus smiles at you as he represents people who have been touched by your kindness. Jesus lächelt dich an, weil du den Menschen seine Güte repräsentiert hast.
And you realize that these people were way more important to the heart of Jesus than all the money in the world. Und du erkennst, dass diese Menschen für das Herz Jesu wichtiger waren als alles Geld der Welt. And you realize that the most precious thing to him is always people, never things. Und du erkennst, dass das Wertvollste immer Menschen sind, niemals Dinge. You know what? When I think that people are touched through how we care for them, how we love them, and how we serve Jesus, it moves me very deeply. Wenn ich daran denke, dass Menschen darüber berührt werden, wie wir uns um sie kümmern, wie wir sie lieben und wie wir Jesus dienen, berührt mich das sehr tief. When I see our students and how powerfully they've been transformed, and now they touch other people. I mean, it's the biggest reward I can ever get. Wenn ich sehe, wie kraftvoll unsere Schüler verwandelt wurden und nun andere Menschen beeinflussen, ist das die größte Belohnung, die ich je bekommen kann. People, let's start to do everything for eternal reward with your people. Leute, lasst uns anfangen, alles für die ewige Belohnung zu tun, die Menschen sind. Don't start to think anymore in any other thing but people. Denk nur noch an Menschen. When you think when you think of reward in eternity, Wenn du an die Belohnung in der Ewigkeit denkst, just think what it does to the heart of Jesus, who gave his life for people. denk nur daran, was es im Herzen Jesu bewirkt, der sein Leben für die Menschen gegeben hat. When we make people our special crown of reward. Wenn wir Menschen zu unserer besonderen Krone der Belohnung machen. Now we will treat them carefully. Jetzt werden wir sie sorgsam behandeln. Look what he says. Schau, was er sagt. It's all so connected. He said, I love you deeply, you're precious friends, and you're my crown of reward. Es ist alles so verbunden. Ich liebe dich zutiefst, deine kostbaren Freunde, und du seid meine Krone der Belohnung. He says, you're my glorious joy. Er sagt, du bist meine glorreiche Freude. You know, I recently talked to a woman who works for our ministry full time. Ich habe vor kurzem mit einer Frau gesprochen, die hauptberuflich für unseren Dienst arbeitet. And she does a incredible work of excellence. Und sie macht eine unglaublich hervorragende Arbeit. But last week I met her and I had a conversation with her. Letzte Woche habe ich sie getroffen und ein Gespräch mit ihr geführt. And you know what I said to her? Weißt du, was ich ihr gesagt habe? I said, do you know what is my greatest joy on having you full time with us? Ich sagte, weißt du, was meine größte Freude ist, dass du Vollzeit bei uns arbeitest? I said, it's not what an excellent job you do serving God with us. Es ist nicht die hervorragende Arbeit, die du mit uns für Gott leistest. I said, when I watched how Jesus has transformed your life through being connected with us, how your marriage got better, your life got better, you love Jesus more, and you have a better life. I said, this is my greatest joy, not how good you work for us. Als ich sah, wie Jesus dein Leben durch die Verbundenheit mit uns verändert hat, deine Ehe wurde besser, dein Leben wurde besser, du liebst Jesus mehr. Das ist meine größte Freude, nicht wie gut du für uns arbeitest. Think. Überlege, If your reward is not people, you need to change some things in your life. wenn Menschen nicht deine Belohnung sind, musst du etwas in deinem Leben ändern. See you tomorrow. Bis morgen.